So, kommen wir zum nächsten. Und ich fand den Ansatz von Patrick auch ziemlich gut. Wir können mal die Frage in den Raum werfen. Wer von Ihnen kennt den Thomas Lohner? Hey, das sind viel, viel mehr. Jetzt bin ich mal, der ist öfter auf Partys eingeladen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja? Nein. Niklas. Der Herr Lohner kommt aus München, bringt uns heute hoffentlich, zumindest nach den Informationen, die uns zugespielt worden sind, die 5. Jahreszeit etwas näher. Die findet aktuell ja im Großraum München oder quasi direkt auf der Wiesn statt. Ich freue mich sehr, also dass auch in Göttingen quasi das Bierzelt, die Schmierung, die in einem Bierzelt stattfindet, auch hier stattfinden kann und hoffentlich nach dem Slam auch weiter stattfinden wird. Davon ist zumindest mal auszugehen. Er hat von Schmierung gesprochen, was soll ich machen? Ich muss den Trick ausspielen. Tribologe, Schmierung. Freunde, gönnt euch. Gönnt euch. Ist gerade mittendrin. Der ist doch so flexibel, spontan. Wir haben gesagt, alles ist spontan. Okay. Stefan, fang nochmal an. Ich trinke spontan ein. Alles gut, genießt es. Hat ja auch was damit zu tun, ne? Schmierung, so ein bisschen FZG, München, so ein bisschen die Verknüpfung, um sie rund zu machen. Wasserbasierte Schmierstoffe, heißes Thema für die Zukunft, passt sehr gut zum Thema Tribologie in die Fachtagung auch diesmal. Und ich würde sagen, wir begrüßen jetzt tatsächlich auch mal ohne E-Bike, habe ich gelernt, ist schon unterwegs, weil nur 8000 Watt und großes Blatt, trifft es ganz gut. Begrüßen wir jetzt auf der Bühne den Thomas Lohner und freuen uns sehr auf einen sehr spannenden Vortrag direkt aus dem Festzelt in München. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin nicht der Erste, der die 6 Minuten reißt, aber vielleicht ist es so. Ich erzähle heute was über die Entwicklung eines Testverfahrens für wasserhaltige Schmierstoffe während des Oktoberfests auf der Münchner Wiesn. Das Ganze geht zurück auf eine Hochzeit von Therese und den Kronprinzen Ludwig. Aber um das soll es nicht gehen. Viel wichtiger ist, dass der Ludwig auf der linken Seite sehr verliebt in die Therese war und auch besessen war von der Erforschung der Beanspruchung und Beanspruchbarkeit des menschlichen Tribosystems. Und deshalb hat sich die Wiesn zu einem Wiesenblumenstrauß an Testverfahren entwickelt. Es gibt also hier zum Beispiel den sogenannten In-situ-Riesenzahnradtester. Es gibt Modellprüfstände wie zum Beispiel den Haftreibungs-Ein-Kegel-Tester, wo dann auch die Fliehkraft gleich wirken wird. Es gibt den Freifall-Impact-Tester, es gibt den schizophrenen Bahnkurventester und es gibt auch einen Hochdrehzahl-Riesenkettentester. Das könnte ich jetzt noch fortführen, aber viel wichtiger ist, es gibt riesige Schmierstofftestlabore. Die sind auch Festzelte genannt. Und um die geht es jetzt. Das Problem ist nämlich, dass es hier Chaos gibt. Hier geht es drunter und drüber. Es gibt kein Testverfahren für Wiesenschmierstoffe, um die Auswirkungen auf das menschliche Tribosystem bewerten zu können. Zum Beispiel sieht man hier im Hintergrund jemanden, der hat hier einen Schwamm in den Bierkrug getan, der macht also eine intrinsische Biertränkung. Es gibt hier vorne jemanden, der mit Whisky nachschmiert und es gibt auch hier jemanden, der fremd schmiert. Denn er hat sich ja eigentlich die fluidfreie Schmierung des SBP 2074 auf die Fahne geschrieben. Schlaubi sagt also, wir brauchen festgelegte Prüfbedingungen, eindeutige Auswertekriterien und eine statistische Absicherung. Wir brauchen ein Testverfahren. Schauen wir uns erstmal an, mit was wir zu tun haben. Wir haben mit Schmierölen zu tun. Diese Schmieröle können der API Group 5 zugeordnet werden, sind wasserbasiert, biologisch abbaubar, supraschmierend. Das haben wir auch getestet. Es gibt 6 große Schmierölhersteller: Paulaner, Spaten, Löwenbräu, Hofbräu, Hackerpschor und Augustiner. Und wenn man sich so die nominellen Eigenschaften anschaut, die unterscheiden sich recht wenig. Stammwürze, Alkoholgehalt, Bittere, Farbe, Schäumungsverhalten. Erstmal alles nicht so auffällig. Was wir brauchen, sind Prüfkriterien. Hier haben wir die Versorgungsfrequenz und die Additivzufuhr. Und wir brauchen Auswertekriterien. Hier haben wir die Fress- und Ermüdungstragfähigkeit, Zahnfußtragfähigkeit und den Wirkungsgrad. Wir können uns anschauen, wie die Schmierstoffversorgung funktioniert. Hier gibt es riesige Kanister mit Bier, die kommen in die Schankstellen. Auf Volllast laufen die mit 1200 Maß pro Stunde. Dann gibt es eine bedarfsgerechte Bedienung, die bringt das Bier zu dem doch sehr glücklichen Verbraucher und am Ende gibt es die Entsorgung. Eine Wiederverwertung findet erstmal nicht statt.
Versorgungsfrequenz und Additivzufuhr haben einen riesen Einfluss. Das sind Prüfkriterien, die müssen wir konstant halten. Kommt zur zu hohen Versorgungsfrequenz, kann die Volldrüberschmierung die Folge sein. Gefahr von Frühausfällen, ganz klar. Ist es zu niedrig, die Versorgungsfrequenz, kann es die Mangelschmierung geben. Das ist noch viel schlimmer, denn dann kommt es zur Verkümmerung des Tribosystems. Kann auch zum bayerischen Grand kommen und das will schon gleich gar keiner. Die Additivzufuhr ist sehr entscheidend. Gerade die fettige Festschmierstoffzufuhr kann die Tragfähigkeit und den Wirkungsgrad deutlich beeinflussen. Schäden und Wirkungsgrad. Der erste Schaden ist Saufen, in Anlehnung zu Fressen bei Zahnrädern. Ist einfach damit verbunden, dass es Übelkeit gibt und einen bösen Materialübertrag. Es gibt die Ermüdung, hervorgerufen durch eine örtliche Überschreitung der Ermüdungsgrenze und einem ganz schlimmen Filmrisswachstum. Es gibt den Zahnfußbruch, einen Gewaltbruch, oft auch verbunden mit der maximalen Schwingfestigkeit einer Bierbank. Und es gibt den Wirkungsgrad, man kann es auch nennen, den Grad der Wirkung, was zu nicht nachvollziehbaren Handlungen auch führen kann. Jetzt kennen wir also die Prüfkriterien, wir kennen die Auswertekriterien und wir haben Wiesenhalbzeit. Jetzt schauen wir uns mal an, was bisher die Auswertung ergibt. Wir haben also hier statistisch ausgewertet, ohne Irrtumswahrscheinlichkeit und man sieht sehr schön, dass eigentlich 4 Schmieröle eine mittlere bis hohe Tragfähigkeit und Wirkungsgrad haben, 2 Schmieröle eher eine niedrige bis mittlere Tragfähigkeit. Und ich möchte es in 3 Hauptaussagen zusammenfassen. Einfach zu merken. Die Nummer 1 ist, mit Spaten bist du gut beraten. Die Nummer 2 ist, Schmieröle mit einem R am Ende und du wirst zur Legende. Und die Nummer 3 ist, ein Schmieröl mit Bräu am Ende und du bist sehr schnell am Ende. Wie geht es weiter? Das weitere Vorgehen, das ist jetzt leider verschoben. Es sind noch Selbsttests möglich bis 3.10. Dann endet nämlich die Wiesn, man muss auch schnell sein. Jeder ist eingeladen, an den Tests mitzumachen. Ganz wichtig, Prüfkriterien, Auswertekriterien einhalten und Schäden dokumentieren. Und dann bitte an, hier ist die Adresse, sowieso@zapft.bayern.de schicken. Wir wollen das Ganze auch normen in der Spider-Murphy-Norm 32168, angelehnt an ein bekanntes Lied, Skandallied. Und wir wollen das in 2023 einführen zur nächsten Wiesn. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war sowieso Zapft und ich freue mich, wenn wir heute vielleicht noch die ein oder andere Schmierölprobe genießen können. Vielen Dank. Ein Prosit, würde ich Ein sagen. Prosit. Übrigens war das nicht verschoben. Das kann nur ein Parallaxenfehler gewesen sein, entweder weil du zu wenig hattest oder schon zu viel. Ja, herrlich.